Thema 1: Einkaufstour. Hi Anna, wie war dein Einkaufsbummel mit deiner Freundin gestern? Hi Anna, wie war dein Einkaufsbummel mit deiner Freundin gestern? Oh, es war so komisch. Wir sind in diese neue Boutique gegangen und mein Freund hat dieses wirklich seltsame Outfit anprobiert. Oh, es war so komisch. Wir sind in diese neue Boutique gegangen und mein Freund hat dieses wirklich seltsame Outfit anprobiert. Was war daran so komisch? Was war daran so komisch? Nun, es war ein knallpinker Overall mit Tupfen und einem passenden Hut. Sie sah aus wie ein wandelnder Obstsalat. Nun, es war ein knallpinker Overall mit Tupfen und einem passenden Hut. Sie sah aus wie ein wandelnder Obstsalat. Haha, das klingt ziemlich wild. Hat sie es am Ende gekauft? Haha, das klingt ziemlich wild. Hat sie es am Ende gekauft? Auf keinen Fall. Wir brachen beide in Lachen aus und waren uns einig, dass es definitiv nicht ihr Stil war. Auf keinen Fall. Wir brachen beide in Lachen aus und waren uns einig, dass es definitiv nicht ihr Stil war. Das ist schade. Aber zumindest hattest du eine gute Zeit, oder? Das ist schade. Aber zumindest hattest du eine gute Zeit, oder? Absolut. Am Ende haben wir einige tolle Angebote für Schuhe und Accessoires gefunden. Absolut. Am Ende haben wir einige tolle Angebote für Schuhe und Accessoires gefunden. Ich habe sie sogar überredet, ein paar hellblaue Pumps zu kaufen, die sie sonst nie anprobiert hätte. Ich habe sie sogar überredet, ein paar hellblaue Pumps zu kaufen, die sie sonst nie anprobiert hätte. Gute Arbeit. Klingt so, als ob du ein großartiger Einkaufspartner bist. Gute Arbeit. Klingt so, als ob du ein großartiger Einkaufspartner bist. Danke. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund einzukaufen. Danke. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund einzukaufen. Du weißt nie, welche verrückten Outfits sie anprobieren werden. Du weißt nie, welche verrückten Outfits sie anprobieren werden. Thema 2: Geburtstagsfeier. Hi Anna, hattest du gestern Abend eine gute Zeit auf der Geburtstagsfeier? Hi Anna, hattest du gestern Abend eine gute Zeit auf der Geburtstagsfeier? Oh mein Gott, es war verrückt. Oh mein Gott, es war verrückt. Es waren so viele Leute da und die Musik war super laut. Es waren so viele Leute da und die Musik war super laut. Ja, ich habe es den ganzen Weg von meinem Haus aus gehört. Für wen war die Party? Ja, ich habe es den ganzen Weg von meinem Haus aus gehört. Für wen war die Party? Es war für meine Freundin Sarah. Sie ist gestern 30 geworden. Es war für meine Freundin Sarah. Sie ist gestern 30 geworden. Wow, schon 30? Die Zeit vergeht. Hatte sie eine gute Zeit? Wow, schon 30? Die Zeit vergeht. Hatte sie eine gute Zeit? Oh ja, sie hat es geliebt. Sie ist sogar auf die Tanzfläche gegangen und hat den Wurm gemacht. Oh ja, sie hat es geliebt. Sie ist sogar auf die Tanzfläche gegangen und hat den Wurm gemacht. Auf keinen Fall. Ich wünschte, ich hätte das sehen können. Auf keinen Fall. Ich wünschte, ich hätte das sehen können. Es war ziemlich episch. Aber dann versuchte sie einen Backflip zu machen und fiel auf ihren Hintern. Es war ziemlich episch. Aber dann versuchte sie einen Backflip zu machen und fiel auf ihren Hintern.
Haha, das ist schade. Hat sie sich selbst verletzt? Haha, das ist schade. Hat sie sich selbst verletzt? Nein, es ging ihr gut. Aber sie hat es heute Morgen definitiv gespürt. Nein, es ging ihr gut. Aber sie hat es heute Morgen definitiv gespürt. Sie schrieb mir eine SMS und sagte, sie trinkt nie wieder. Sie schrieb mir eine SMS und sagte, sie trinkt nie wieder. Klassischer Katamove. Aber insgesamt klingt es nach einer lustigen Party. Klassischer Katamove. Aber insgesamt klingt es nach einer lustigen Party. Auf jeden Fall. Und der Kuchen war unglaublich. Es war dieser riesige Schokoladenkuchen mit Streuseln und überall Kerzen. Auf jeden Fall. Und der Kuchen war unglaublich. Es war dieser riesige Schokoladenkuchen mit Streuseln und überall Kerzen. Jetzt machst du mich hungrig. Vielleicht sollten wir nächsten Monat eine Party zu deinem Geburtstag schmeißen. Jetzt machst du mich hungrig. Vielleicht sollten wir nächsten Monat eine Party zu deinem Geburtstag schmeißen. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Aber wir können auf jeden Fall einen Kuchen bekommen und eine kleine Feier veranstalten. Aber wir können auf jeden Fall einen Kuchen bekommen und eine kleine Feier veranstalten. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Thema 3: Winterkleidung. Hey Anna, hast du schon angefangen, deine Winterkleidung auszuziehen? Hey Anna, hast du schon angefangen, deine Winterkleidung auszuziehen? Noch nicht, aber ich denke, ich sollte bald anfangen. Der Winter kommt. Noch nicht, aber ich denke, ich sollte bald anfangen. Der Winter kommt. Ja, es ist Zeit, die Shorts und Flipflops wegzupacken und die warmen Mäntel und Stiefel herauszuholen. Ja, es ist Zeit, die Shorts und Flipflops wegzupacken und die warmen Mäntel und Stiefel herauszuholen. Pfui, ich hasse Winterkleidung. Sie sind immer so sperrig und unbequem. Pfui, ich hasse Winterkleidung. Sie sind immer so sperrig und unbequem. Ja, aber wenigstens darfst du kuschelige Pullover und Schals tragen. Ja, aber wenigstens darfst du kuschelige Pullover und Schals tragen. Außerdem kannst du endlich die süßen Stiefel herausholen, die du letztes Jahr gekauft hast. Außerdem kannst du endlich die süßen Stiefel herausholen, die du letztes Jahr gekauft hast. Ich schätze, das stimmt. Aber ich werde meine Sommerkleider und Sandalen vermissen. Ich schätze, das stimmt. Aber ich werde meine Sommerkleider und Sandalen vermissen. Ich kenne das Gefühl. Aber stell es dir so vor, zumindest musst du dir nicht so oft Sorgen machen, deine Beine zu rasieren. Ich kenne das Gefühl. Aber stell es dir so vor, zumindest musst du dir nicht so oft Sorgen machen, deine Beine zu rasieren. Haha, das ist eine Art, es zu betrachten. Aber ich wünschte immer noch, der Sommer könnte ewig dauern. Haha, das ist eine Art, es zu betrachten. Aber ich wünschte immer noch, der Sommer könnte ewig Ich dauern. auch. Aber bis dahin wollen wir das Beste aus der Wintermode machen. Wer weiß, vielleicht fängst du sogar an, es zu mögen. Ich auch. Aber bis dahin wollen wir das Beste aus der Wintermode machen. Wer weiß, vielleicht fängst du sogar an, es zu mögen. Das bezweifle ich sehr, aber ich werde versuchen, unvoreingenommen zu bleiben. Das bezweifle ich sehr, aber ich werde versuchen, unvoreingenommen zu bleiben. Thema 4: Schwere Couch. Hey Anna, kannst du mir helfen, diese Couch auf die andere Seite des Zimmers zu bringen?
Hey Anna, kannst du mir helfen, diese Couch auf die andere Seite des Zimmers zu bringen? Klar, machen wir es. Aber es sieht ziemlich schwer aus. Glaubst du, wir kriegen das hin? Klar, machen wir es. Aber es sieht ziemlich schwer aus. Glaubst du, wir kriegen das hin? Natürlich können wir das. Wir sind starke und fähige Erwachsene. Natürlich können wir das. Wir sind starke und fähige Erwachsene. In Ordnung, probieren wir es aus. Ich zähle bis 3, fertig? 1, 2, 3. In Ordnung, probieren wir es aus. Ich zähle bis 3, fertig? 1, 2, 3. Oh mein Gott, John, dieses Ding wiegt eine Tonne. Oh mein Gott, John, dieses Ding wiegt eine Tonne. Ich weiß, oder? Warum hielten wir das für eine gute Idee? Ich weiß, oder? Warum hielten wir das für eine gute Idee? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können jetzt nicht aufhören. Stellen Sie sich vor, wie erfolgreich wir uns fühlen werden, wenn es erst einmal installiert ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wir können jetzt nicht aufhören. Stellen Sie sich vor, wie erfolgreich wir uns Du fühlen hast werden, recht. wenn es erst Lass einmal uns installiert weitermachen. ist. Du hast recht. Lass uns weitermachen. Okay, ich glaube, wir sind fast da. Nur noch ein paar Zentimeter. Okay, ich glaube, wir sind fast da. Nur noch ein paar Zentimeter. Ja, wir haben es geschafft. Gib mir 5. Ja, wir haben es geschafft. Gib mir 5. Das war intensiv. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause. Das war intensiv. Ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause. Einverstanden. Aber zumindest wissen wir, dass wir jede schwere Arbeit bewältigen können, die uns in den Weg kommt. Einverstanden. Aber zumindest wissen wir, dass wir jede schwere Arbeit bewältigen können, die uns in den Weg Ja, kommt. solange wir es nicht bald wieder machen müssen. Ja, solange wir es nicht bald wieder machen müssen. Fair genug. Fair genug. Thema 5. Geschwindigkeitsüberschreitungen im Auto. Anna, hast du das Auto gerade an uns vorbeifahren sehen? Anna, hast du das Auto gerade an uns vorbeifahren sehen? Ja, der Typ war viel zu schnell unterwegs. Er muss es eilig haben. Ja, der Typ war viel zu schnell unterwegs. Er muss es eilig haben. Mir ist egal, wie eilig Sie es haben, es lohnt sich nie, einen Unfall zu riskieren. Mir ist egal, wie eilig Sie es haben, es lohnt sich nie, einen Unfall zu riskieren. Exakt. Sie wissen, was man sagt, besser spät als nie. Exakt. Sie wissen, was man sagt, besser spät als nie. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Außerdem kann zu schnelles Fahren gefährlich und sogar tödlich sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Außerdem kann zu schnelles Fahren gefährlich und sogar tödlich sein. Und ganz zu schweigen davon, dass es schrecklich für ihren Benzinverbrauch ist. Und ganz zu schweigen davon, dass es schrecklich für ihren Benzinverbrauch ist. Sie werden am Ende viel mehr Geld für Benzin ausgeben, wenn sie immer zu schnell fahren. Sie werden am Ende viel mehr Geld für Benzin ausgeben, wenn sie immer zu schnell fahren. Das ist ein gutes Argument. Außerdem werden Sie wahrscheinlich einen Strafzettel bekommen. Das ist ein gutes Argument. Außerdem werden Sie wahrscheinlich einen Strafzettel bekommen.
Ja, und das ist definitiv nicht die paar zusätzlichen Minuten wert, die Sie sich sparen könnten. Ja, und das ist definitiv nicht die paar zusätzlichen Minuten wert, die Sie sich sparen könnten. Halten wir uns also einfach an das Tempolimit und genießen Sie die Fahrt. Schließlich ist es wirklich wichtig, sicher dorthin zu gelangen. Halten wir uns also einfach an das Tempolimit und genießen Sie die Fahrt. Schließlich ist es wirklich wichtig, sicher dorthin zu gelangen. Einverstanden. Und wer weiß, vielleicht kommen wir sogar schneller ans Ziel, wenn wir Unfälle oder Verkehrsstopps vermeiden. Einverstanden. Und wer weiß, vielleicht kommen wir sogar schneller ans Ziel, wenn wir Unfälle oder Verkehrsstopps vermeiden. Exakt. Also lasst uns langsamer fahren und die Reise genießen. Exakt. Also lasst uns langsamer fahren und die Reise genießen. Thema 6: Sommerkurse für Kinder. Hi Anna, hast du dir überlegt, was du in der Sommerpause mit den Kindern machen kannst? Hi Anna, hast du dir überlegt, was du in der Sommerpause mit den Kindern machen kannst? Ja, ich dachte darüber nach, Sie für ein paar Sommerkurse anzumelden, um Sie auf Trab zu halten. Ja, ich dachte darüber nach, Sie für ein paar Sommerkurse anzumelden, um Sie auf Trab zu halten. Das ist eine gute Idee. An welche Art von Kursen denkst du? Das ist eine gute Idee. An welche Art von Kursen denkst du? Nun, ich habe einen wirklich coolen Programmierkurs gefunden, der Ihnen meiner Meinung nach Spaß machen wird. Nun, ich habe einen wirklich coolen Programmierkurs gefunden, der Ihnen meiner Meinung nach Spaß machen wird. Außerdem wird es gut für Ihre zukünftige Karriere sein. Außerdem wird es gut für Ihre zukünftige Karriere sein. Wow, das klingt ziemlich fortgeschritten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, was Codierung ist. Wow, das klingt ziemlich fortgeschritten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt weiß, was Codierung ist. Keine Sorge, ich werde es dir beibringen. Und wer weiß, vielleicht werden Sie am Ende auch ein Programmiergenie. Keine Sorge, ich werde es dir beibringen. Und wer weiß, vielleicht werden Sie am Ende auch ein Programmiergenie. Haha, das bezweifle ich sehr. Aber es klingt nach einer unterhaltsamen und lehrreichen Sommeraktivität für die Kinder. Haha, das bezweifle ich sehr. Aber es klingt nach einer unterhaltsamen und lehrreichen Sommeraktivität für die Kinder. Auf jeden Fall. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir Sie immer in das altmodische Sommercamp schicken und Sie im Wald herumlaufen lassen. Auf jeden Fall. Und wenn alles andere fehlschlägt, können wir Sie immer in das altmodische Sommercamp schicken und Sie im Wald herumlaufen lassen. Ja, ich erinnere mich, dass ich als Kind ins Sommercamp gegangen bin. Das waren einige der besten Zeiten meines Lebens. Ja, ich erinnere mich, dass ich als Kind ins Sommercamp gegangen bin. Das waren einige der besten Zeiten meines Lebens. Das gleiche hier. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder lieber Videospiele spielen als Lagerfeuer zu bauen. Das gleiche hier. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Kinder lieber Videospiele spielen als Lagerfeuer zu bauen. Das stimmt. Aber wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass sie einen schönen Sommer haben werden. Das stimmt. Aber wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass sie einen schönen Sommer haben werden. Einverstanden. Und wer weiß, vielleicht bringen sie uns sogar ein oder zwei Dinge über Programmieren bei. Einverstanden. Und wer weiß, vielleicht bringen sie uns sogar ein oder zwei Dinge über Programmieren bei. Thema 7: Ich habe bei der Arbeit einen neuen Freund gefunden. Anna, ich habe heute auf der Arbeit eine neue Freundin gefunden. Anna, ich habe heute auf der Arbeit eine neue Freundin gefunden. Das ist großartig, John. Wie ist Ihr Name?
Das ist großartig, John. Wie ist Ihr Name? Sein Name ist Dave und er mag Musiktheater sehr. Sein Name ist Dave und er mag Musiktheater sehr. Oh, das ist cool. Magst du auch Musicals? Oh, das ist cool. Magst du auch Musicals? Nicht wirklich, aber ich habe ihm gesagt, dass ich es getan habe, damit wir Freunde sein können. Nicht wirklich, aber ich habe ihm gesagt, dass ich es getan habe, damit wir Freunde sein können. Haha, John, das ist kein guter Weg, um eine Freundschaft zu beginnen. Du solltest ehrlich zu ihm sein. Haha, John, das ist kein guter Weg, um eine Freundschaft zu beginnen. Du solltest ehrlich zu ihm sein. Ich weiß, aber ich wollte auf der Arbeit unbedingt einen neuen Freund finden. Ich weiß, aber ich wollte auf der Arbeit unbedingt einen neuen Freund finden. Und er schien wirklich nett zu sein, also wollte ich mir eine mögliche Freundschaft nicht entgehen lassen. Und er schien wirklich nett zu sein, also wollte ich mir eine mögliche Freundschaft nicht entgehen lassen. Nun, ich denke, das ist verständlich. Aber Sie sollten trotzdem versuchen, gemeinsame Interessen zu finden, die Ihnen beiden tatsächlich Spaß machen. Nun, ich denke, das ist verständlich. Aber Sie sollten trotzdem versuchen, gemeinsame Interessen zu finden, die Ihnen beiden tatsächlich Spaß machen. Ja, du hast recht. Vielleicht frage ich ihn, ob er gerne Sport schaut oder Videospiele spielt. Ja, du hast recht. Vielleicht frage ich ihn, ob er gerne Sport schaut oder Videospiele spielt. Da hast du's. Und wer weiß, vielleicht stellt er dir ein Musical vor, das du wirklich magst. Da hast du's. Und wer weiß, vielleicht stellt er dir ein Musical vor, das du wirklich magst. Haha, das bezweifle ich sehr. Aber ich denke, es ist einen Versuch wert. Haha, das bezweifle ich sehr. Aber ich denke, es ist einen Versuch wert. Denken Sie daran, John, Ehrlichkeit ist die beste Politik. Du willst keine Freundschaft mit einer Lüge beginnen. Denken Sie daran, John, Ehrlichkeit ist die beste Politik. Du willst keine Freundschaft mit einer Lüge beginnen. Du hast recht, Anna. Ich werde dir die Wahrheit sagen und sehen, ob wir Gemeinsamkeiten finden können. Du hast recht, Anna. Ich werde dir die Wahrheit sagen und sehen, ob wir Gemeinsamkeiten finden können. Das ist der Geist. Und wer weiß, vielleicht werden Sie am Ende doch gute Freunde. Das ist der Geist. Und wer weiß, vielleicht werden Sie am Ende doch gute Freunde. Danke, Anna. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft. Danke, Anna. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft. Thema 8. Plan für die Weihnachtsferien. Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, was wir dieses Jahr für die Weihnachtsfeiertage tun sollten? Hey Anna, hast du darüber nachgedacht, was wir dieses Jahr für die Weihnachtsfeiertage tun sollten? Ja, ich dachte, wir könnten einen tropischen Urlaub machen und dem kalten Wetter entfliehen. Ja, ich dachte, wir könnten einen tropischen Urlaub machen und dem kalten Wetter entfliehen. Das klingt toll, aber findest du es nicht ein kleines Klischee, zu Weihnachten an den Strand zu gehen? Das klingt toll, aber findest du es nicht ein kleines Klischee, zu Weihnachten an den Strand zu gehen? Vielleicht, aber ich habe es satt, jedes Jahr Schnee zu schaufeln. Vielleicht, aber ich habe es satt, jedes Jahr Schnee zu schaufeln. Ich möchte Flipflops tragen und am Strand Margaritas trinken. Ich möchte Flipflops tragen und am Strand Margaritas trinken. Dem kann ich nicht widersprechen. Aber was ist mit all den Weihnachtstraditionen? Die können wir nicht einfach auslassen.
Dem kann ich nicht widersprechen. Aber was ist mit all den Weihnachtstraditionen? Die können wir nicht einfach auslassen. Guter Punkt. Vielleicht können wir Kompromisse eingehen und Weihnachten im tropischen Stil feiern. Guter Punkt. Vielleicht können wir Kompromisse eingehen und Weihnachten im tropischen Stil feiern. Wir können die Palmen mit Lichtern schmücken und in unseren Badeanzügen Weihnachtslieder singen. Wir können die Palmen mit Lichtern schmücken und in unseren Badeanzügen Weihnachtslieder singen. Haha, das klingt ziemlich lustig. Und wir können Geschenke austauschen, während wir eine Sonnenbrille tragen und an fruchtigen Getränken nippen. Haha, das klingt ziemlich lustig. Und wir können Geschenke austauschen, während wir eine Sonnenbrille tragen und an fruchtigen Getränken nippen. Ja, und statt eines Weihnachtsschinkens können wir am Strand grillen. Ja, und statt eines Weihnachtsschinkens können wir am Strand grillen. Mir gefällt, wie du denkst. Das könnte das beste Weihnachten aller Zeiten sein. Mir gefällt, wie du denkst. Das könnte das beste Weihnachten aller Zeiten sein. Einverstanden. Wer braucht Schnee und kaltes Wetter, wenn man Sonne, Sand und Surfen haben kann? Einverstanden. Wer braucht Schnee und kaltes Wetter, wenn man Sonne, Sand und Surfen haben kann? Exakt. Fangen wir an, unsere tropische Weihnachtsextravaganz zu planen. Exakt. Fangen wir an, unsere tropische Weihnachtsextravaganz zu planen. Thema 9. Abschlussfeier. Hey Anna, warst du gestern Abend bei der Abschlussfeier? Hey Anna, warst du gestern Abend bei der Abschlussfeier? Ja, es hat so viel Spaß gemacht. Alle waren so aufgeregt und glücklich. Ja, es hat so viel Spaß gemacht. Alle waren so aufgeregt und glücklich. Das ist großartig. Hast du irgendwelche lustigen Momente gesehen? Das ist großartig. Hast du irgendwelche lustigen Momente gesehen? Oh mein Gott, ja. Einem Mann fiel die Mütze ab, als er über die Bühne ging, um sein Diplom zu machen. Oh mein Gott, ja. Einem Mann fiel die Mütze ab, als er über die Bühne ging, um sein Diplom zu machen. Auf keinen Fall. Hat er angehalten, um es aufzuheben, oder ist er einfach weitergelaufen? Auf keinen Fall. Hat er angehalten, um es aufzuheben, oder ist er einfach Er weitergelaufen? versuchte es aufzuheben, aber am Ende stolperte er und wäre fast gefallen. Es war ziemlich lustig. Er versuchte es aufzuheben, aber am Ende stolperte er und wäre fast gefallen. Es war ziemlich lustig. Haha, armer Kerl. Aber wenigstens hat er sein Diplom bekommen, oder? Haha, armer Kerl. Aber wenigstens hat er sein Diplom bekommen, oder? Ja, und er hat sich für diesen dramatischen Moment extra Jubel und Applaus verdient. Ja, und er hat sich für diesen dramatischen Moment extra Jubel und Applaus verdient. Das ist großartig. Es hört sich so an, als hätten sich alle amüsiert. Das ist großartig. Es hört sich so an, als hätten sich alle amüsiert. Auf jeden Fall. Und der Abschiedsredner hielt eine wirklich inspirierende Rede, bei der alle zu Tränen gerührt wurden. Auf jeden Fall. Und der Abschiedsredner hielt eine wirklich inspirierende Rede, bei der alle zu Tränen gerührt wurden. Ah wow, das ist süß. Bei Abschlussfeiern werde ich immer emotional. Ah wow, das ist süß. Bei Abschlussfeiern werde ich immer emotional. Ich auch. Es ist ein besonderer Moment zu sehen,
wie all diese fleißigen Schüler ihre Ziele erreichen und zum nächsten Kapitel ihres Lebens übergehen. Ich auch. Es ist ein besonderer Moment zu sehen, wie all diese fleißigen Schüler ihre Ziele erreichen und zum nächsten Kapitel ihres Lebens übergehen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen da draußen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventen da draußen. Ja, wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihren zukünftigen Bemühungen. Ja, wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihren zukünftigen Bemühungen. Thema 10: Sushi. Anna, hast du schon einmal Sushi probiert? Anna, hast du schon einmal Sushi probiert? Natürlich liebe ich Sushi. Es ist eines meiner Lieblingsspeisen. Natürlich liebe ich Sushi. Es ist eines meiner Lieblingsspeisen. Wirklich? Ich habe es nie versucht. Was ist daran so toll? Wirklich? Ich habe es nie versucht. Was ist daran so toll? Nun, für den Anfang ist es köstlich. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Sushi-Rollen zur Auswahl. Nun, für den Anfang ist es köstlich. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Sushi-Rollen zur Auswahl. Ich weiß nicht, die Vorstellung von rohem Fisch macht mich irgendwie verrückt. Ich weiß nicht, die Vorstellung von rohem Fisch macht mich irgendwie verrückt. Glaub mir, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Und es gibt auch viele vegetarische Optionen, wie Avocadoöhrchen und Gurkenröllchen. Glaub mir, es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Und es gibt auch viele vegetarische Optionen, wie Avocadoöhrchen und Gurkenröllchen. Vielleicht probiere ich es aus. Aber was ist, wenn es mir nicht gefällt? Vielleicht probiere ich es aus. Aber was ist, wenn es mir nicht gefällt? Dann esse ich dein Sushi für dich. Kein Problem. Dann esse ich dein Sushi für dich. Kein Problem. Haha, abgemacht. Aber was ist, wenn ich es am Ende liebe und nicht aufhören kann, es zu essen? Haha, abgemacht. Aber was ist, wenn ich es am Ende liebe und nicht aufhören kann, es zu essen? Dann müssen wir eine Selbsthilfegruppe für Sushi-Sucht gründen. Dann müssen wir eine Selbsthilfegruppe für Sushi-Sucht gründen. Klingt nach einem Plan. Aber zuerst holen wir uns Sushi und schauen, worum es bei der ganzen Aufregung geht. Klingt nach einem Plan. Aber zuerst holen wir uns Sushi und schauen, worum es bei der ganzen Aufregung geht. Ja, machen wir es. Ich garantiere dir, dass du es nicht bereuen wirst. Ja, machen wir es. Ich garantiere dir, dass du es nicht bereuen wirst. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal. Und sieh dir mehr Videos von unserem Kanal an.